Moin Leute, willkommen zu Tag 9 des Umbaus. Heute werde ich mich mal an den Fluxboxen versuchen. Und zwar die oberen werde ich mal auf Papier zeichnen erstmal, sozusagen damit ich eine Vorlage habe, wie ich die Bohrungen dann machen kann auf dem T-Panel. Und dann die vorderen. Da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier so einen Winkel gebogen. Den Winkel werde ich dann hier so reinstecken. Also den werde ich natürlich noch kürzen. So, auf diesem Winkel steht dann nachher, wird dann befestigt diese Fluxbox. So. Und dann von hinten nochmal anschrauben mit 2 Schrauben. Leider muss man hier dieses Plastik oder den Schutz hier wegnehmen und hier auch noch ein Stück abschneiden, damit die Fluxbox da genau hinpasst. Ja, das ist erstmal für heute geplant. Mal gucken, wie weit ich da komme. Bis denn. Als erstes habe ich die Fluxboxenumrisse auf das Papier übertragen. Dann geschaut, wie es liegen muss und auf dem T-Panel ausgerichtet. Den Wormhole-Emitter losgeschraubt, damit die Boxen flach anliegen. Das Papier festgeklebt und die Fluxbandhalter markiert. So, nun kommt ein schwieriger Moment, der richtig weh tut. Ich muss ins Edelstahl bohren. Die Befestigungslöcher für die Fluxboxen. Tja. Was sein muss, muss sein. Ich muss ja schließlich auch gut halten. Die sau schwer, diese Dinger. Als nächstes die weiteren Löcher gebohrt. Die 2 Fluxbandhalter schon mal mit Schrauben versehen. Ich habe immer Probleme, wenn ich viele passgenaue Löcher bohren muss. Die sind oft immer krumm und schief, auch wenn ich sie noch so gut anzeichne. Es war echt schwierig, die Fluxboxen am T-Panel richtig zu befestigen. Ich habe jetzt 6 Löcher in das T-Panel gebohrt. Für diese dicken Schrauben hier. 6 mm unten im Durchmesser.
Denn ich denke, dass diese kleinen Schrauben, diese schweren Fluxboxen nicht halten werden. Wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen, denn die sind ja ganz oben auf dem Dach und auch dem Wind ausgesetzt. Und wenn man auf der Autobahn mal den Wagen transportiert. So, Löcher gebohrt. Ich hoffe jetzt nach der Bohrvorlage hier, dass das auch stimmt. Ein bisschen schwierig, die Löcher übereinzukriegen, dass dann auch der Abstand stimmt für die Boxen sitzen müssen und so weiter. Ich probiere es jetzt mal mit dem Montieren. Mal gucken. Nun noch die Löcher für die Gummihalter bohren und die Fluxboxen festschrauben. Naja, nach etlicher Zeit sind die Boxen dann endlich montiert gewesen. Endlich geschafft. Die oberen Fluxboxen sind montiert. So, ich muss jetzt hier noch das T-Panel irgendwann festkleben. Von unten hier noch den Rest festkleben. Und hier wieder anschrauben, damit das hier wieder glatt sitzt. Die Halter für die Fluxbands habe ich schon mal hier angebracht an die beiden Seiten. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Kabel vom Wormhole-Emitter muss ich noch besser verlegen. Und ansonsten ist es, würde ich sagen, in der Mitte. Tja, sehr gut. Hat lange gedauert, aber sieht dafür gut aus. Ich werde später auf den Referenzbildern nochmal schauen, wie die genau sitzen. Im Moment sind die sehr nach hinten gekippt. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich noch irgendwie ein Holz untermachen oder irgendwas, damit das gerade sitzt und der Wormhole-Emitter auch einigermaßen gerade guckt. Ja, schauen wir mal auf den Bildern nachher. Dann kam die vordere Fluxbox dran. Erst die Löcher für die Montageplatte anfertigen und testen. Für den einen Canon hinten habe ich dann noch das Kabel bearbeitet. Erklärung folgt gleich. Der Winkel ist jetzt doch so geblieben. Ich habe jetzt nur ein bisschen näher rangedrückt. Dann habe ich noch eine Aluplatte angefertigt, wie ihr gesehen habt, wo 2 Schrauben drin sind mit 10 mm.
Kopf, sozusagen Schraubkopf, damit ich das sozusagen von hinten mit dem Schraubenschlüssel anziehen kann. Die sind nur etwas zu kurz jetzt, die reichen nicht ganz bis zu den Fluxboxen, da muss ich noch längere Schrauben holen. Das ist sozusagen die Gegenplatte, die dann hier so dahinter sitzt, von innen. Das Problematische ist nur, hier ist so wenig Platz, dass man kaum längere Schrauben dahinter kriegt, so als Biegung, vielleicht noch 2 cm länger, versuche ich zu bekommen. Und dann wird es sehr eng mit dem Anschrauben dahinter, also weil man kommt da ganz knapp mit dem Schlüssel nur ran. Ja. Dann als nächstes habe ich dann noch für den hinteren Canon-Konnektor hier, der hier so nah an dem Janitol-Tank sitzt. Da habe ich jetzt noch eben ein Kabel bearbeitet. Ich habe hier dieses Kabel genommen, weil das ungefähr einen Durchmesser hat, wie ich brauche. Als Schlauch habe ich den so nicht so günstig gefunden. Deswegen habe ich mir so ein Starkstromkabel genommen mit 5 Adern. Ich glaube A2,5 oder so. Und habe das dann jetzt hier eben abisoliert, damit das hier ein bisschen biegsamer ist, hier vorne die Ecke. Und dann eben das Kabel darum gezuppelt. Also ist noch nicht fertig jetzt, aber dann sieht man ungefähr, wie steil das da hochgeht. Dann geht es hier um diesen Anschluss rum und dann irgendwo weiter hin. Dieses Stück Kabel hier, das ist ungefähr 5 Meter, werde ich in 3 Stücke aufteilen, weil wir 3 Canons haben, die jeweils einen Schlauch haben. Auf die Seite rüber sollte reichen. Genau. Zum Schluss noch die Bohrschablone für die grünen Röhren angefertigt und die Gegenbleche ausgesägt. Eins für die andere Fluxbox und eins unter die grünen Röhren. Ich danke für euer Interesse an dem Umbau. Es freut mich, wenn ihr Kommentare unter den Videos schreibt. Also bitte gerne mehr Fragen oder auch Kritikpunkte äußern. Danke und bis zum nächsten Video. Nun folgen noch die Bilder des Tages.